er sah auch nicht mehr wirklich gesund aus und darum haben wir uns dazu entschlossen, den Baum zu fällen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Vadikap Pipi, Vadikap Tukon. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein bisschen was bei uns im Garten zeigen, was sich da so getan hat. Das hatte ich euch ja im letzten Video versprochen gehabt. Ich würde einfach sagen, ihr genießt das Video ein bisschen, schaut, was sich bei uns verändert hat. Ich wünsche euch mit dem Video auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Bevor es aber mit dem Video losgeht, möchte ich an alle neue Zuschauer gern was loswerden. Ihr dürft meinen Kanal sehr gern abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Dieses Abo, das kostet euch kein Geld, das kostet auch euch nicht viel Zeit. Es ist lediglich ein Klick, den ihr machen müsst. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren und verpasst da kein Video von mir. Und ansonsten dürft ihr das Video natürlich, alle Zuschauer dürfen das Video gern kommentieren, gern liken. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und jetzt würde ich aber sagen, legen wir los mit dem Gartenrundgang hier in Thailand im Isan. Ja, was hat sich bei uns im Garten so verändert? Es hat sich einiges getan, wie zum Beispiel jetzt hinter mir, seht ihr, haben wir ein bisschen mehr Ausblick bekommen. Warum das so ist, auch das erfahrt ihr hier in dem Video noch. Und natürlich ist auch einiges an Blumen dazu gekommen. Wisst ihr ja, meine Frau ist nach wie vor noch hier und die liebe Boone ist auch noch hier. Es ist aber auch ein bisschen was anderes noch gepflanzt worden. Dieses Mal würde ich sagen, fange ich im vorderen Teil von unserem Grundstück hier an. Da sind natürlich Bäume gepflanzt worden, wo wunderschöne Blüten bekommen. Da seht ihr schon den ersten Baum, der gepflanzt wurde. Der bekommt, soweit ich das noch weiß, rote Blüten. Der wird schön rot blühen. Hier war ja unser alter Mangobaum, der von Termiten zerfressen wurde. Ansonsten unsere Kokosnusspalmen, die natürlich nach wie vor schön wachsen. Die Blüten, die Kokosnusspalme da bekommen hat, sind leider auch wieder ausgetrocknet, obwohl wir eigentlich genügend Regen hatten. Wer da eine Idee hat, an was das noch liegen könnte, einen Palmrüssler haben wir definitiv nicht. Ansonsten der Maplanbaum, der ist jetzt mittlerweile leer, da gibt es keine Früchte mehr. Dann hatte ich meine Don Khoi wieder beschnitten gehabt, die Hecken beschnitten gehabt. Hier haben wir jetzt den nächsten Baum, der wunderschöne Blüten bekommt, den wir noch gepflanzt haben. Dann haben wir hier insgesamt 4 Bäume noch gepflanzt, die auch in verschiedenen Farben nachher blühen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind, getting in my car. Dann hatte ich hier jetzt, ja bestimmt vor 2 Wochen, auch mal wieder endlich unsere Hecken hier geschnitten. Zum Leid meiner Frau. Sie hatte dann beklagt, dass die jetzt doch gerade so schön blühen. Aber ja, wie ihr seht, hat sich das auch wieder alles erholt. Aber die Hecke muss ich irgendwann mal schneiden. So sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall aus. Hier seht ihr die Hecke und da seht ihr auch, die roten Blüten kommen jetzt auch wieder. Also kann meine Frau sich beruhigen, ist alles im Grün. Auch die gelben Trompetenblumen, die hatte ich alle mal wieder beschnitten oder musste ich beschneiden, die Bäume. Die bekommen jetzt auch mittlerweile wieder Blüten. Der hier fängt schon mal an. Ja, ist einfach wunderschön zu sehen, wie die Natur jetzt hier erwacht. Was sich ansonsten auch noch getan hat, ist hier unser Lamyai-Baum. Lamyai, das sind, ich glaube deutsch übersetzt, Longanfrüchte. Die schmecken sehr süßlich. Der bekommt dieses Jahr wirklich
viele, viele Früchte. Bin gespannt, ob wir die alle durchkriegen, weil die sind wirklich sehr schmackhaft. Dann hier unsere Rosen, die kommen. Natürlich auch hier die Kokosnusspalmen, die weiterhin schön wachsen. Hier im vorderen Bereich haben wir die Mangobäume und die Lychee-Bäume ordentlich beschnitten gehabt, dass einfach mal wieder ein bisschen Licht hier reinkommt. Mangos sind so ziemlich durch, wird jetzt nicht mehr so viel zu erwarten sein, ist aber auch nicht schlimm. Mittlerweile, ja, es ist einfach so, wenn man 2, 3, 4 Wochen Mangos isst, dann ist es auch irgendwann wieder langweilig. Wenn es dann aber wieder keine Früchte gibt, dann vermisst man natürlich wieder die Mangos. Ist natürlich wie mit jeder Frucht halt auch. Dann machen wir weiter mit unseren Kanonenbäume, also die Jackfruit. Die sind wie immer reichlich gefüllt. Die haben wir auch ein bisschen beschnitten, die Bäume. Mussten wir beschneiden. War schon wieder sehr nah am Haus. Ist dann einfach immer gefährlich mit Ratten, die dann ins Dach einsteigen oder eventuell Schlangen. Da seht ihr jetzt den ersten Baum, der noch ein paar Früchte hat. Hier der zweite Baum und der dritte Baum. Hier seht ihr jetzt unseren Lychee-Baum, der dieses Jahr doch auch wieder reichlich Früchte trägt. Ich bin gespannt. Letztes Jahr sind die Lychee viele aufgeplatzt. Die liebe Boone sagte mir eventuell zu wenig Wasser, zu wenig Dünger. Das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber bin gespannt, wie es sich jetzt dieses Jahr verhält. Bin auch froh, dass unser Rasen wieder jetzt so gut kommt. Ja, Rasen, es ist viel Unkraut auch dazwischen, sage ich mal. Aber sieht doch auf jeden Fall wieder grün aus. Auch hier an unserem Teich muss ich wieder ran. Muss da einiges wieder an Wasserpflanzen rausholen. Dann hier einer von unseren Feigenbäumen, der jetzt mittlerweile auch wieder Feigen bekommt. Sieht man hier. In unserem Teich haben wir ja auch ein paar Fische drin. Hab da ein paar Bladuk eingesetzt gehabt. Meine Frau hatte noch ein paar Blaschon. Also Bladuk ist dieser Art Wels und Blaschon ist so eine Art, ja, kleiner Hecht. Aber da habe ich keine Angst, sage ich mal, dass der kleine Blaschon meine Bladuk frisst, weil die sind mittlerweile so groß geworden. Bin da letztens richtig erschrocken, als ich sie mal wieder gefüttert habe und dann die Riesenmäuler gesehen habe. Also da scheinen doch ein paar ordentliche Fische noch drin zu sein. Meine Frau hat immer Angst, dass die hier abwandern. Die Fische können auch über Land gehen hier. Aber ja, ich sage immer, die kriegen hier so schön täglich fressen. Ich glaube nicht, dass die abwandern. Und ja, das hat es auch gezeigt. Also man sieht sie immer wieder hochkommen. Ist einfach schön. Moved a few times, but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. You made me happy, we danced through the night. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by, still I tried. Oh, sweet memories of a town. Auch der Limettenbaum, den ich ja teilweise oder sehr oft auch fremdbestäubt habe mit dem Pinsel, der hat jetzt dieses Jahr wirklich dann auch wieder wahnsinnig viele Früchte bekommen. Da seht ihr jetzt den Limettenbaum, der wirklich ordentlich gefüllt ist. Hier haben wir schon ein bisschen größeres Exemplar. Auch den haben wir dieses Jahr nochmal beschnitten gehabt. Dann hier noch ein Mangobaum, wo vereinzelt noch Mangos dranhängen. Hier auch wieder einen gelben Trompetenblumenbaum. Kommen wir jetzt zu meinem kleinen Gemüse- und Kräutergarten. Da haben wir jetzt noch die Passion Fruit, also die Passionsfrucht. Hier sagt man Sauerlott. Die wir jetzt so ein bisschen kontrolliert eben über dieses Geländer ranken lassen wollen. Dann haben wir hier Krapau. Das ist das, was man zu dem Gericht hier Pat Krapau immer verwendet, diese Kräuter. Hier seht ihr dann eben auch meinen Schnittlauch, hier sagt man Don Horm.
Da hinten haben wir noch Papaya und Auberginen. Das hier, das werden diese leicht bitteren Gurken. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, wie die hier heißen. Wer es erkennt, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Das ist sind auf jeden Fall die Gurken, die ich mal am Anfang als Unkraut deklariert hatte und entsorgt habe, wo meine Frau ein bisschen böse auf mich war. Dann haben wir neu dazu bekommen nochmal Chili. Ich habe mir nochmal 2 Chili-Bäume gekauft. Da auch wieder Auberginen. Hier Auberginen, Papaya und kleine Gurken. Ja, das ist mein kleiner Gemüse- und Kräutergarten. Da ist aber noch mal was dazu gekommen, aber dazu komme ich dann noch später. Dann hat meine Frau und ich zusammen, wir haben ordentlich die Bäume, die Mangobäume und so weiter hier beschnitten. Von einem Baum mussten wir uns trennen, beziehungsweise der war uns eigentlich auch schon lange ein Dorn im Auge. Die Früchte waren nicht wirklich süß, die waren auch oft verwurmt, auch nachdem wir den Baum mal mit einem Mittel besprüht hatten. Also kein chemisches Mittel. Es hat aber leider auch nicht geholfen, aber die Früchte nach wie vor waren auch nicht wirklich süß, die waren eher sauer. Drum haben wir uns dann dazu entschlossen gehabt, den Baum zu eliminieren, zu fällen. Deswegen haben wir jetzt hinten ein bisschen raus eine schönere Aussicht. Er sah auch nicht mehr wirklich gesund aus und drum haben wir uns dazu entschlossen, den Baum zu fällen. Natürlich haben wir aber auch hier hinten weitere Bäume noch beschnitten gehabt. Die Mangobäume, die tragen auch nicht mehr so viel Früchte, die sind schon relativ alt. So sieht das Ganze aber auf jeden Fall jetzt aus. Dafür sind aber auch wieder neue Bäume eben gepflanzt worden. Unter anderem habe ich hier diesen Baum neu gepflanzt. Fragt mich jetzt nicht nach dem thailändischen Namen. Der englische Name ist auf jeden Fall Golden Panda. Der kriegt diese rötlichen Blüten nachher. Das wird, denke ich, auch schön werden. Dann habe ich hier einen weiteren Golden Panda gepflanzt. Der bekommt dann allerdings gelbe Blüten. Ja, ich bin gespannt. Das sieht bestimmt nachher auch schön aus. Wenn die Bäume ein bisschen größer sind, wird dann hier auch ein bisschen bunter werden hier hinten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Last night we had something. Tonight I'll be guessing. But I don't really. Dann ist mir letztes Jahr leider mein kleiner Somjit-Baum eingegangen. Somjit, das sind diese, also ich sage immer, das sind wie so kleine Clementinen. Die werden so leicht orange, gelblich, dann sind sie reif, dann kann man sie essen. Schmecken aber nicht süß, die sind wirklich sehr, sehr sauer. Aber ja, derjenige, der mich kennt, der weiß, ich esse gern sauer und deswegen habe ich jetzt mich dieses Jahr dazu entschlossen, nochmal einen Baum zu pflanzen oder wieder einen Baum zu pflanzen, habe den aber dieses Mal in die Erde eingepflanzt, in der Hoffnung, dass es denn jetzt vielleicht besser wird mit dem Baum. Da seht ihr jetzt den kleinen Baum, der jetzt bereits auch schon Früchte hat. Bin gespannt, ob die denn auch so schön sauer schmecken wie die anderen letztes Jahr. Hier meine Frau wieder natürlich ihre schönen Blumen mit den Kakteen da gepflanzt. Da noch eine Papaya daneben. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn es dann jetzt mal wieder Papaya gibt. Hier blühen schöne Blumen, die meine Frau mal gepflanzt hatte. Das Gerüst habe ich noch aufgebaut gehabt und zwar wächst hier so ja, aus den Blättern, die kann man kochen und dann wird es so ein, sag ich mal, sehr gesundes Getränk. Kann man denn trinken, kühl schmeckt es am besten, wird auf jeden Fall aus den Blättern gemacht und die Pflanze wollen wir hier ein bisschen hochranken lassen, dass wir dann hier immer reichlich abernten können. Dann hat meine Frau hier an dem Platz natürlich auch noch ordentlich am Blumen aufgerüstet. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie ich da vernünftig den Rasen mähen soll oder ein bisschen trimmen soll.
Das funktioniert eigentlich fast gar nicht mehr. Und ja, vor einer Woche war das recht kompliziert, als ich den Rasen gemäht habe. Da ist jetzt alles schön voll mit Blumen. Den ganzen Weg hoch. Dann hat mir die liebe Boon auch auf dem gesamten Grundstück hier immer wieder ein bisschen was an Gemüse verteilt gehabt. Hier hat sie so diese Long Beans, also diese langen Bohnen gepflanzt gehabt. Hier sagt man Tuafakyao. Das ist der Baum auf jeden Fall. Da werde ich jetzt demnächst dann auch wieder ein bisschen woanders hinbinden müssen. Hier hat die liebe Boon mir noch Gurken gepflanzt um diese Palme rum. Ja, ist immer wieder schön, wenn Boon denn hier ist und den Garten mit Gemüse immer voll pflanzt hier. Sie sagt immer, das macht nichts, sie macht es gern. Sie kann ja dann auch davon essen. Noch was Schönes, was ich euch nicht vorenthalten wollte, ist hier eine Palme. Der liebe Günther vom Palmgarten, der meine Videos auch immer schaut, der hatte mir mal gesagt, die Palmen bekommen auch Früchte. Ich konnte es eigentlich nicht glauben. Vor ungefähr 2 Wochen bin ich dann erschrocken, als ich an einer von den Palmen vorbeilief, nach oben schaute und auf einmal ja, Blüten sah und auch schon Früchte gesehen habe. Und die Palme hier bekommt jetzt mittlerweile schon 2 große Blüten, die bald aufgehen. Bin gespannt, was aus den Früchten wird. Da lasse ich mich wirklich überraschen. Falls wir noch einen Profi unter meinen Zuschauern haben, der sich mit Palmen auskennt, der mir sagen kann, ob man die Früchte nachher auch essen kann. Ehrlich gesagt, Boon wusste es nicht. Bin gespannt. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Und da bin ich jetzt dann eben drauf gespannt, wie sich der Baum weiterentwickelt. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann würde ich sagen, mache ich den Abschluss hier an den neu gewonnenen Ausblick. Aber halt, schaltet noch nicht ab. Ich habe noch was für euch, was euch im nächsten Video erwarten wird. Da blende ich euch jetzt noch kurz eine Szene ein. Ja, was hast du hinten noch gemacht, Schönes? Meine Herz. Meine Herz, kleine. Hier ist ein kleiner Teich ausgehoben worden mit der Form meines Herzens. Wenn euch das interessiert, wie es mit der Landschaftsgestaltung bei Boon und auf ihrem neuen Land weitergeht, dann solltet ihr ganz sicher mein nächstes Video nicht verpassen. Es wird sicherlich sehr interessant werden, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das Projekt werde ich auch weiterhin noch begleiten, ganz sicher, weil mich das selbst auch interessiert. Ich selbst werde da vielleicht auch noch die eine oder andere helfende Hand anbieten. Boon braucht da noch ein bisschen Hilfe, da helfe ich gern natürlich. Und dann ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kleine Garten-Update mal wieder gefallen hat. Und für die neuen Zuschauer oder für die Zuschauer, die schon ein bisschen länger dabei sind, schaut doch einfach auch mal in meine Playlist rein. Da ist vielleicht das eine oder andere Video noch dabei, was ihr nicht gesehen habt. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da ein bisschen stöbert in meine Playliste und vielleicht auch mal ältere Videos von mir noch anschaut. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall, wie immer, eine ganz, ganz gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder, wenn es zu Boon geht. Und Boon wird sicherlich auch wieder dabei sein, also seid gespannt. Und jetzt tschüss, euer René aus Thailand. Last night we had some